Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr solche Steinschläge mit teilweise wirklich fiesen Lackerplatzern von zu Hause mit möglichst geringen und kostengünstigen Mitteln selbst reparieren könnt. Wie das Ganze funktioniert, was ihr beachten müsst, das seht ihr in diesem Video. Bleibt auf jeden Fall dran, gleich nach dem Intro geht's los. Also ich würde sagen, wir fangen jetzt hier gleich mal an. Ich habe uns hier ein Fahrzeug schon mal in die Halle gestellt. Das hat hier an der A-Säule richtig tiefe Steinschläge mit Lackerplatzern und schaut natürlich nicht richtig gut aus. Warum machen wir das Ganze also? Hat natürlich ästhetische Gründe. An der Stelle fehlt Lack. Das kann man jetzt auch nicht einfach sauber machen, sondern wir müssen jetzt hier den Lack wieder auftragen mit so einem Austupfset. Hat aber noch einen zweiten ganz wichtigen Effekt, und zwar gerade bei solchen Metalloberflächen, wenn die Grundierung schon mit abgetragen wurde, ja, dann kann jetzt hier das Metall schön frei atmen und uns erstmal korrodieren. Das gilt natürlich zu verhindern. Deswegen möchten wir hier mit so einem Lacktupfset das Ganze wieder ausbessern und ein bisschen kaschieren und schön machen. Vorab möchte ich aber noch ganz kurz klären. Diese Fahrzeuge werden heutzutage in ganz moderne Lackierstraßen eingefahren und einprogrammiert mit Robotern bedampft mit Lack. Das ist jetzt für uns ganz schwer mit so einem Pinsel, gerade diese Metallic-Lacke, wenn diese Pigmente darauf fallen, nachzubilden. Also wir können das gar nicht genauso machen wie diese modernen Lackierstraßen. Das heißt, selbst welche Mühe wir uns auch geben, man wird es am Schluss immer ein wenig sehen. Aber ist man schon mal ein paar Meter weiter hinten, fällt es nicht sofort auf und hat eben diese Versiegelungseigenschaften. Nur das erstmal vorab. Ich zeige euch jetzt hier mal, was wir alles benötigen zum Ausbessern, und dann geht es auch schon los. So, das ist eigentlich schon alles, was wir heute benötigen. Einmal Handschuhe, um uns zu schützen. Wir hantieren hier mit Lack, aber auch um den Lack zu schützen, denn wir haben auch Fette auf unserer Hand. Und wenn wir gerade unsere schön mit Silikonentferner gereinigte Stelle nochmal anfassen, haben wir gleich unsere Fette in der Schadstelle und dann haftet unser Lack nicht mehr so gut. Also auf jeden Fall Handschuhe tragen. Dann habe ich uns hier noch ein Schleifpapier mitgebracht in der 2500er Stärke. Das ist eigentlich dafür da, dass man die Umrisskanten des Steinschlages ein bisschen die Kanten brechen kann. Das werden wir heute aber ganz bewusst nicht verwenden, denn ich möchte, dass es wirklich jeder ganz einfach zu Hause machen kann. Silikonentferner habe ich schon genannt. Damit werden wir die Schadstelle reinigen. Das werde ich mir jetzt hier gleich in so ein Käpselchen einfüllen und mit so einem Wattestäbchen den Steinschlag richtig schön sauber machen. Dann haben wir hier natürlich auch unser Lackstift-Set in der Farbe 46V, kommt dann einmal mit dem Basislack und mit einem Klarlack. Wenn ihr jetzt nicht genau sicher seid, welchen Farbcode euer Mazda hat, dann blende ich euch jetzt hier oben rechts mal ein Video ein, haben wir erst vor kurzem hochgeladen. Da zeigen wir euch auf verschiedenster Wege, wie ihr an euren Lackcode rankommt. Und dann könnt ihr ganz einfach bei eurem Mazda-Händler so eine Packung bestellen. Und ihr werdet schon feststellen, der Pinsel, der hier drinnen ist, der ist etwas gröber ausgeprägt. Und da ist es manchmal sogar einfach leichter, wenn man sich hier so einen Zahnstocher nimmt, der hat eine richtig tolle Spitze, mit dem kann man den Tropfen auch schön absenken. Und jetzt würde ich sagen, Schritt für Schritt zeige ich euch, wie wir diesen Lackabplatzer ausbessern werden. Grundvoraussetzung für die Reparatur ist natürlich, dass das Fahrzeug sauber ist. Da wir uns jetzt nur diese Stelle hier anschauen, werde ich auch jetzt nur diesen Bereich hier reinigen. Dazu nehme ich ganz herkömmliches Autoshampoo und mache das hier an der Stelle einmal schön sauber. So. Wunderbar, jetzt wische ich das nochmal trocken nach. Falls ihr einen Steinschlag entdeckt habt, der bereits das Rosten angefangen hat, müssen wir diese Stelle zuvor einmal reinigen. Und das macht man am besten mit solchem Modellierbesteck. Das sieht ein bisschen aus wie beim Zahnarzt, aber diese Spitzen eignen sich hervorragend, um diesen Rost hier einmal auszukratzen. Wunderbar. Und schon sehen wir hier das glänzende Metall und wir können weitermachen.
Als nächstes möchte ich jetzt den Steinschlag hier mit Silikonentferner noch entfetten und vorbereiten für die Lackierung. Dazu ziehe ich mir jetzt meine Handschuhe an. Wir wollen ja die Stelle nicht wieder verunreinigen. Und dann schnappe ich mir jetzt hier mein kleines Döschen mit dem Silikonentfetter und meinem Wattestäbchen. Und damit gehe ich jetzt wirklich hier schön an den Steinschlag ran und mache den wirklich gründlich sauber. Auch ein bisschen großflächiger gerne. So. Mit der anderen Seite kann ich ihn dann ein bisschen trocken reiben. Wunderbar. Und den Überschuss nehme ich jetzt noch mit einem Mikrofasertuch ab. Und damit ist das jetzt wirklich gut vorbereitet für die Lackierung. Dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt gleich mal an, was in der Packung von diesem, Mazda nennt es ja Touch-Up-Set drin ist. Und zwar, wenn wir uns den Packungsinhalt mal anschauen, dann haben wir schon mal hier eine Betriebsanleitung, die schauen wir uns sozusagen gleich als erstes an. Dann haben wir hier den Clear Code, der kommt mal auf die Seite, und den Basiscode. Wenn wir uns jetzt die Betriebsanleitung mal anschauen, könnte ich also ganz in Ruhe zu Hause, schön in Bildern, anschauen, wie das Ganze funktioniert. Ganz wichtige Punkte zwischendrin noch. Der Basiscode darf auf keinen Fall geschüttelt werden. Hingegen der Klarlack muss in diesem Fall bei dieser Farbe geschüttelt werden. Alles Weitere seht ihr jetzt hier gleich bei mir im Video. Als allererstes brauchen wir natürlich hier den Basiscode, also den Grundlack, die Grundfarbe. Und dieser Lackstift schaut in dem Fall so aus. Bisschen wie so ein Nagellack, ist aber natürlich nicht für die Nägel gedacht. Und für mein Empfinden war hier diese Spitze vorne immer ein bisschen zu grob ausgefallen. Also für diese Stelle würde es jetzt vielleicht noch gut gehen, aber für feinere Steinschläge, ja, mag das ein bisschen zu viel Lackauftrag erzeugen. Und deswegen nehme ich mir da sehr, sehr gerne immer so einen Zahnstocher. Denn mit dem kann ich hier quasi punktgenau das Ganze absetzen. Ich habe mir jetzt hier in die Kappe einen Tropfen abgesetzt und gehe jetzt mit der Spitze einmal hier in den Lack rein. Das Holz wird auch am Anfang ein bisschen Lack aufnehmen, deswegen gut ein bisschen mehr nehmen. Aber nicht so, dass hier der Tropfen herabsteht. Und dann geht man hier hin und setzt hier die Tropfen ab. Ich brauche noch ein bisschen mehr. Und ganz wichtig, auftupfen ist hier gefragt, nicht pinseln, sondern wir wollen hier den Lacktropfen wirklich bloß aufsetzen. So. Immer mal wieder ein bisschen nachfassen, wenn es nötig wird. Aber hier ist auf keinen Fall mehr gleich mehr, sondern eher andersrum. So. Jetzt nehme ich den zweiten darunter auch gleich noch mit. So. Auch hier wieder schön innerhalb arbeiten. Und dann schaut das Ganze so aus. Den kleinen hier darüber, den werde ich jetzt mal so stehen lassen, damit man auch später den Vergleich hat. So, der Tropfen liegt jetzt quasi in dieser Schadstelle. Seid da nicht verwundert, dass sich da eine kleine Kuppe bildet. Der Lack wird jetzt hier sich schön eintrocknen, einlegen in die Schadstelle und dann bleiben auch nur noch die Pigmente über. Das Ganze dauert jetzt ungefähr 10 Minuten, bis wir mit dem Klarlack weitermachen können. Seid da auch bitte nicht beunruhigt, dass dieser Lacktropfen ein wenig anders, ja, farbig, ein bisschen dunkler ausschaut als der Rest eures Fahrzeugs. Sobald der austrocknet und aushärtet, wird sich das angleichen. Okay, 10 Minuten sind vergangen. Der Lack konnte sich jetzt ein wenig setzen. Kommen wir zum nächsten Schritt und dazu brauchen wir wieder unseren Basislack, nämlich die Textilkappe darauf. Diese soll man laut der Bedienungsanleitung ein bisschen anfeuchten. Nicht, dass es zumäßig übersättigt ist, sondern nur leicht nebelfeucht. Und damit sollen wir jetzt hier den Lack noch ein wenig einarbeiten. Dazu einfach hier ganz, ganz leicht, nur mit wenig Druck, den Lack ein bisschen noch einarbeiten. Das haut auch so ein bisschen die Oberfläche auf dem frischen Lack und garantiert dann eine bessere Haftung des Klarlacks und nimmt gleichzeitig noch ein bisschen Überschuss auf.
falls denn einer vorhanden ist. So, und bei uns wurde also nichts mehr aufgenommen. Wurde also gut dosiert und jetzt seht ihr schon, das ist ein bisschen feucht noch. Da nehme ich mir jetzt einfach ein Mikrofasertuch ohne viel Druck, leicht drüber und schon ist es trocken. So, jetzt müssen nochmal 10 Minuten vergehen und dann kommt endlich der Klarlack drauf. Die weiteren 10 Minuten sind nun vergangen und es wird Zeit für unseren Klarlack. Bei unserem Mazda-Rot gibt es da eine Besonderheit und zwar ist auch der Klarlack eingefärbt. Also nicht wundern, das gehört so. Ich habe den jetzt vorab schon einmal schön 1 Minute lang ordentlich durchgeschüttelt. Das soll man so laut Bedienungsanleitung so machen. Und den werden wir jetzt anders als den Basislack mit dem Pinsel auftragen. Und auch hier gibt es noch eine Besonderheit zu sagen. Der Basislack hat sich richtig schön in die Schadstelle eingelegt, ist darin eingetrocknet. Der Klarlack verhält sich etwas anders. Der hat nämlich deutlich weniger Schrumpf. Das heißt, hier ist nochmal ein größeres Augenmerk darauf zu legen, dass wir hier nicht zu viel auftragen. Hier gilt wirklich, weniger ist mehr. Deswegen streife ich mir hier den Pinsel schon mal gut ab. Und jetzt gehe ich ähnlich wie beim Zahnstocher hier auf die Stelle drauf. So, und tupfe das Ganze ein. Und der Klarlack darf jetzt hier an der Stelle 40 Minuten lang eintrocknen. So, der Lack konnte jetzt also 40 Minuten lang aushärten, wobei aushärten so ein bisschen in Gänsefüßchen zu setzen ist, denn in der Realität ist der immer noch so ein bisschen lederhart, obwohl Mazda jetzt schon schreibt, bei 40 Minuten kannst du eigentlich am Straßenverkehr wieder teilnehmen. Ich würde das Fahrzeug auf jeden Fall unterdacht und mindestens mal über Nacht stehen lassen, dass der so richtig anziehen und aushärten kann. Ja, jetzt haben wir mit relativ einfachen Mitteln einen maximalen Versiegelungseffekt erzeugen können. An der Stelle kann uns schon mal das Blech nicht mehr rosten. Und wenn ich jetzt so von weiter weg drauf schaue, dann finde ich, ist das Ergebnis gar nicht so schlecht geworden. Und ich mache das zugegebenermaßen auch nicht so oft, aber wenn ich jetzt so genau hinschaue, ja, dann kann ich natürlich genau identifizieren, wo es war. Wer jetzt besonders auf die Ästhetik Wert legt, der nimmt sich jetzt ein 2500er oder 3000er Schleifpapier, setzt das hier an, schleift einmal leicht drüber, geht mit der Poliermaschine 1-2 Mal drüber. Und dann hat man auch das Maximale, was man mit so einem System hier erreichen kann, gemacht. Ja, ist eine ganz nette Geschichte. Wie gesagt, könnt ihr euch bei jedem Mazda-Händler mit eurem Farbcode bestellen lassen. Der kann das auch relativ schnell rausfinden für euch. Und noch eine Sache ist zu erwähnen, wenn ihr die hier aufgerissen habt und 1-2 Stellen ausgebessert, dann halten diese Fläschchen bis zu 2 Jahre, wenn man sie ordentlich lagert. Also keine Minustemperatur, nicht über 30 Grad. Dann halten die bis zu 24 Monate. Also eine ganz nette Sache. Einmal kaufen, öfters verwenden. Ansonsten habe ich irgendwas vergessen oder ihr habt noch Fragen. Bitte einfach unten in die Kommentare. Da antworten wir immer sehr, sehr schnell drauf. Und hat euch das Video gefallen, lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, das unterstützt uns wahnsinnig. Und ansonsten freue ich mich natürlich auf das nächste Video. Ciao.